Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Selmas Recipes. Heute zeige ich euch ein einfaches Rezept für einen super saftigen Zitronenkuchen. Der wird richtig schön locker und schmeckt einfach fantastisch. Probiert es unbedingt mal aus. Den Zitronenkuchen backe ich in einer 25 cm großen Kastenform. Diese lege ich schon mal mit Backpapier aus, denn damit der Kuchen schön aufgeht, sollte der Kuchenteig direkt nach der Zubereitung gebacken werden. Den Backofen heize ich auf 180 Grad Ober- und Unterhitze vor, das entspricht 160 Grad Umluft. Für den Kuchenteig mische ich als erstes 200 Gramm Mehl mit 75 Gramm Speisestärke und 2 Teelöffel Backpulver. Die Mischung stelle ich kurz zur Seite und verrühre als nächstes 250 Gramm Butter, 200 Gramm Zucker, ein Päckchen Vanillinzucker und den Abrieb einer Zitrone. In die schaumig gerührte Buttermischung gebe ich nun 4 mittelgroße Eier und mische die Zutaten gründlich durch. Jetzt gebe ich die vorbereitete Mehlmischung und 3 Esslöffel Zitronensaft hinein und rühre den Teig nur noch so lange, bis das Mehl untergehoben ist. Den Teig fülle ich nun in die mit Backpapier ausgelegte Kastenform, streiche die Oberfläche glatt und backe den Kuchen im vorgeheizten Backofen insgesamt etwa 60 Minuten. Je nach Backofen kann die genaue Backzeit bei euch aber leicht abweichen. Wer möchte, dass der Kuchen nicht wild einreißt, kann ihn wie hier nach etwa 15 Minuten einmal längs einschneiden. Unbedingt erforderlich ist das aber nicht. Ich habe hier nach 40 Minuten die erste Stäbchenprobe gemacht und da der Kuchen noch nicht durchgebacken war, ihn nochmal 20 Minuten weiter gebacken. Nachdem der Kuchen durchgebacken ist, lasse ich ihn etwa eine Viertelstunde in der Backform abkühlen und steche den noch lauwarmen Kuchen mehrmals mit einem Stäbchen ein. Zum Tränken des Kuchens mische ich etwa 100 Gramm Zucker mit dem Saft einer Zitrone und verteile diese Mischung mit dem Löffel auf dem Kuchen. Hier müsst ihr mal schauen, wie viel ihr davon verwenden wollt und wie saftig euer Kuchen werden soll. Und jetzt kommt das meiner Meinung nach Beste am Zitronenkuchen, und zwar der dicke Zuckerguss. Dafür verrühre ich 200 Gramm Puderzucker mit 2 Esslöffel Zitronensaft. Wenn ihr die Glasur dünner machen wollt, könnt ihr natürlich auch weniger Puderzucker verwenden. Den Zuckerguss verteile ich nun auf dem abgekühlten Kuchen und bevor die Glasur durchgetrocknet ist, verziere ich den Kuchen noch mit etwas Zitronenabrieb und gehackten Pistazien. Am besten schmeckt der Kuchen, wenn man ihn mindestens ein paar Stunden, besser noch über Nacht durchziehen lässt. Da der Kuchen bei uns aber nicht lange überlebt und viele von euch gerne den Anschnitt sehen wollen, schneide ich ihn für euch sofort an. Dieser Zitronenkuchen schmeckt mindestens so gut, wie er aussieht. Damit könnt ihr nicht nur eure Freundinnen neidisch machen, sondern auch viele Herzen gewinnen.
Wenn ihr Zitronenkuchen mögt, dann solltet ihr dieses Rezept unbedingt mal ausprobieren. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr leckere Rezepte von mir sehen wollt, dann schaut doch einfach mal hier in die Playlist. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!